Deos sind schon eine ziemlich coole Erfindung für ein angenehmeres Miteinander. Was sprühen wir uns hier aber eigentlich unter die Achseln? Das erklärte Ziel eines Deos ist es ja, üble Schweißgerüche zu vermeiden. Dabei helfen verschiedene Chemikalien. Am auffälligsten sind sicher Duftstoffe, von Papaya bis Dark Temptation, die unangenehmere Gerüche einfach überdecken. Daneben gibt es verschiedene Chemikalien, die schon die Entstehung solcher Gerüche verhindern. Dazu müssen chemische und biochemische Reaktionen blockiert werden, bei denen übel riechende Produkte entstehen. Keimhemmende Stoffe beeinflussen deshalb zum einen das Wachstum von Bakterien, die unseren Schweiß verstoffwechseln. Andere Stoffe blockieren ganz gezielt bestimmte chemische Reaktionen. Alle zusammen werden dann in einem Alkohol oder Wasser gelöst, sodass eine homogene Flüssigkeit vorliegt. Manche Deos enthalten außerdem auch Antitranspirantien. Das sind Stoffe, die unsere Schweißdrüsen verstopfen und so die Menge des austretenden Schweißes reduzieren. Seit vor einigen Jahren ein möglicher Zusammenhang zu einem erhöhten Brustkrebsrisiko sehr präsent in den Medien war, werden heute viele Deos aber als aluminiumfrei vermarktet. Eine tatsächliche krebsfördernde Wirkung solcher Aluminiumtranspirantien konnte wissenschaftlich bisher nicht festgestellt werden. Da sie aber auch für die weißen Deo-Flecken auf T-Shirts verantwortlich sind, ist ein Deo ohne Antitranspirantien vielleicht gar keine so schlechte Idee. Durch diese Stoffe machen Deos also, was sie machen sollen. Doch wie gelangen sie nun auf die Haut? Das funktioniert in solchen herkömmlichen Sprühdeos mit Hilfe von Treibgasen. Dabei wird ein Gas zusammen mit unserer Deo-Lösung in so einer Aluminiumflasche komprimiert. Bei der Deo-Entnahme zerstäubt das Gas die Flüssigkeit sehr fein und trägt sie idealerweise bis zum Zielort. Der Achselhöhle also. Nachdem sich viele verbreitete Treibgase des letzten Jahrhunderts als extrem klimaschädlich herausgestellt haben, wird dafür heute meist Propan, Butan oder Isobutan verwendet. Wenn ihr einen Campingkocher besitzt, habt ihr die bestimmt schon mal als Brenngase verwendet. Diese Stoffe sind zwar wesentlich unbedenklicher als andere Treibgase, ein einzelnes Molekül hat aber immer noch einen dreimal so starken Einfluss auf den Treibhauseffekt wie ein einzelnes Kohlenstoffdioxidmolekül. Außerdem werden Propan, Butan und Isobutan aus Erdöl oder Erdgas gewonnen. Also durchaus nicht ganz unbedenklich, so ein Deo-Spray. Eigentlich lassen sich diese Treibgase in Deos aber auch super leicht vermeiden. Es gibt Deo-Roller, Cremes und solche Pumpsprays, die enthaltene Flüssigkeit ganz ohne zusätzliche Gase fein verteilt auftragen. Das ist doch wieder mal eine gute Idee und ein super leichter Anfang, um unseren ganz persönlichen Klimafußabdruck zu verkleinern.